Wunderschönen Abend, Martha Satt in diesem ganz jungen, neuen Jahr. Wir freuen uns, mit euch zu sein. Schön, dass ihr diesen Abend mit uns gemeinsam teilt. Ja, auch von mir ein wunderschönes neues Jahr. Ich habe gedacht, du sagst jetzt in diesem neuen, jungen Universum, weil Cryon ja oft sagt, unser Universum ist das Jüngste und ist so verspielt. Und Passt alles für heute. Junges Jahr, junges Universum. Und verspielt sind wir auch, das werdet ihr gleich sehen. Wir sind heute verspielt drauf. Du bist verspielt drauf. Ich bin ganz ernst. Nein, ihr Lieben, aus ganzem Herzen, danke Ananascha, dass ihr mit uns wieder ins neue Jahr startet. Und heute wird der Cryon zu uns sprechen und keine Ahnung, ein Lagebericht oder wie auch immer, ich weiß es nicht genau, aber auf alle Fälle mit uns gemeinsam beten und mit den 36 Hohen Räten gemeinsam. Cryon wird es anleiten. Freue ich mich ganz besonders drauf und ich hoffe, dass viele live dabei sind, weil sich sowas halt nur im Jetzt-Moment wirklich kraftvoll So entfalten kann. Ja. Gut, dann. Ja, wir haben über die Verspieltheit gesprochen und heute ist dieser wundervolle, verspielte Schildkröte in mein Leben getreten. Ja. Und niemand weiß, ob das jetzt modisch bedingt ist, gell, farblich oder so. Also Alles Zufall. zu deinem Outfit Alles oder so. Zufall. Oder ich habe gedacht, vielleicht Adamea kriegt heute so einen Mutterinstinkt, weil Adamea ja also als magnetisches Licht die kosmische Mutter von Cryon ist und dass das der kleine Cryon ist, wo er noch ganz klein war. Aber der schaut ein bisschen verschlafen aus. Können wir mal ein bisschen... Hallo! Er wollte einfach heute dabei sein und ich hoffe, er hat euer Herz auch so erwärmt, wie er meines. Schön. Auf alle Fälle. Ja. Ihr Lieben, wir werden, also er bleibt jetzt noch gerade ein bisschen Wie einfach du so magst. Bei mir. Wir werden heute beten und ja, als Namahim diese Inspiration empfangen hat, also das ist immer schon eine Woche vorher oder so, uns dann auch mit mir geteilt hat. 3 Tage waren es. Egal, mach weiter. Dann unterbrich mich nicht. War mein Herz sofort entflammt und ich glaube, so wie ich so ein bisschen auf Facebook eure Kommentare gelesen habe, war auch euer Herz sofort entflammt. Beten ist etwas sehr Spezielles. Es ist gebet, also auch etwas, das man gibt. So, und Wellen können auch zurückkommen eben von diesem Gebet. Und es gibt ja aus Sicht unserer Lichtfamilie das berühmteste Gebet, das eigentlich mal ganz in der Endzeit der Epoche von Atlantis stattgefunden hat. Das war wirklich eine Zeit, wo es mit Atlantis, mit dieser Epoche wirklich sehr auf der Kippe stand und eigentlich schon feststand, dass unser ganzer Bereich und dieser Planet eingeatmet werden soll, also dieses ganze Experiment zu beenden und aus dieser, ich sage jetzt mal, Information heraus haben über 1000 hohe Avatare in Atlantis sich niedergekniet und angefangen zu beten. Und das war für die atlantische Epoche etwas sehr Ungewöhnliches, weil Atlantis war eine kriegerische, kämpferische Epoche, immer erhobenen Hauptes und nichts kann uns aufhalten. Und diese ganze Geste, sich auch niederzuknien und auf eine Art Demutshaltung heraus zu Gott zu beten, hat riesige Liebeswellen ausgesendet, so dass der ganze Plan aufgehalten wurde und man entschieden hat, doch es wird weitergehen. Also es war etwas sehr
Einzigartiges und das ist auch der Grund, weshalb wir immer noch für diesen Dimensionswechsel hier jetzt bereit sind. Und so kann man sich vorstellen, wie groß die Auswirkung eines Gebetes, das in einem starken, kraftvollen, lichten Kollektiv gesprochen wird, wie viel das bewirken kann, ohne jetzt Erwartungen daran zu knüpfen. Also das finde ich auch noch wichtig. Aber gleichwohl wollten wir gern das einleitend mit euch nochmals teilen und in Erinnerung rufen, dass Beten schon eine sehr, sehr große Kraft hat. Gut. Ja, wir haben uns gedacht, also es gibt jetzt heute auch gar nicht so viel, um das Ganze drumherum zu erzählen. Manches Mal sprechen wir ein bisschen mehr, um Zusammenhänge zu erklären, aber ich glaube, es erklärt sich wie von selbst oder auch durchs Channeling wird sich erklären. Doch ich habe mal wieder in dieses Buch reingeschaut, das ist nicht von uns, es ist schon ziemlich älter, von Eileen Cady und da sind 365 Botschaften drinnen. Viele von euch kennen das vielleicht, Herzenstüren öffnen. Und da steht heute beim 6. Januar etwas sehr Schönes drin, finde ich, was sehr Passendes. Und es hat euch ja mal, oder einigen zumindest, so gefallen, als ich mal vorgelesen habe aus einem Buch. Ich werde eine Seite vorlesen, eben die vom 6. Januar. Beneide nie jemand anderen um seine spirituellen Fortschritte oder Errungenschaften. Erkenne, dass auch du dasselbe tun kannst. Du musst jedoch etwas dafür tun und nicht einfach dasitzen und dein Los beklagen. Jede Seele kann die Gipfel erreichen. Jede Seele kann den direkten Kontakt zu mir finden. Jede Seele kann mit mir gehen und mit mir reden, wenn sie es will und als Tatsache annimmt. Du musst glauben, dass es möglich ist. Und du musst es tun wollen. Dann wirst du es ganz sicher tun. Es braucht nicht ein ganzes Leben zu dauern. Es braucht überhaupt keine Zeit in Anspruch zu nehmen. Du kannst das in einem einzigen Augenblick ändern, wenn du dich dazu entschließt. In der einen Sekunde magst du noch im Alten sein und im nächsten Moment kannst du schon im herrlichen Neuen gehen. So schnell kann es gehen, ohne jede Anstrengung deinerseits außer tiefer Sehnsucht, Entschlossenheit und einem unerschütterlichen Vertrauen und Glauben. Warum versuchst du es nicht und lässt meinen Frieden und meine Liebe dich erfüllen und umgeben? Finde ich sehr schön. Gestern waren wir noch im alten Jahr, heute sind wir im neuen. Gestern war noch großer Trubel in der Dualität und in einem Atemzug, und so wird es letztendlich auch sein, schneller als man denkt und langsamer als man glaubt, oder wie hat Cryon mal gesagt, wird sich die neue Welt, die Dimensionstore von Quintas öffnen. Wann? In Datumsangaben lässt sich leider nicht sagen. Ja, ein Atemzug kann genügen. Ihr Lieben, ich würde sagen, also ich bin auf alle Fälle dazu bereit, auch wenn ich auf dem Stuhl sitzen bleibe, mich innerlich niederzuknien bei diesem Gebet. Und ich werde versuchen, diesem Gebet, soweit es mir möglich ist, zu folgen, weil ich ja, wenn ich channele, anders beschäftigt bin praktisch. Und ich wünsche uns jetzt ein wunderschönes Channeling mit Cryon oder von Cryon und hoffentlich ein kraftvolles Gebet, das ja gesprochen wird für den ganzen Planeten, für die ganze Menschenfamilie. Dann, ein bisschen heiser bin ich heute. Na dann. Ein wunderschönes Channeling wünschen wir, oder? Ja, ich freue mich schon. Ihr, meine Lieben,
Ich bin Kryon und ich begrüße euch mit all meiner tiefen Liebe, die so hoch und hell schwingt, euch zu würdigen, die verbindenden Worte, an denen sich die Lichter des Universums erkennen und begrüßen, sich ehren und achten für ihr Licht. Sie lauten Omartasat. Und eben jenen Gruß, jene Energie möchte ich euch entgegenbringen, dir entgegenbringen. Ich Kryon, der magnetische Liebesbote. Ich werde mit jedem Wort euch die magnetische Liebesenergie überbringen. Es ist die Energie der neuen Zeit, der magnetische Fluss der Wirklichkeit, der euch berührt, euch, meine Familie des Lichtes. Wenn ich in das Kollektiv, das sich heute zusammengefunden hat, blicke und glaube mir, nichts bleibt uns verborgen, nichts von dem, was Bedeutung hat, dann sehe ich so viele von euch, die immer da sind. Doch ich sehe auch jene, die heute zum ersten Mal diesem Treffen beiwohnen. Euch möchte ich ebenso mit all meiner Liebe begrüßen, ganz besonders. Ja, dich meine ich. Du bist nicht neu, auch wenn du vielleicht heute das erste Mal hier bist. Doch ich kenne dich, jede und jeden von euch kenne ich so gut. So viele Zyklen, so viele gemeinsame Unternehmungen des Lichtes haben wir geleitet, auch schon bevor du dich entschieden hast, auf diesen Planeten, in diese Dualität hineinzugehen. So hört die Worte von Kryon, denn sie sind gefüllt mit der Liebe der 36 hohen Räte des Lichtes. Sie sind tief verschmolzen mit dem Christus, dem Sohn Gottes. Ihr beginnt ein neues Jahr und die Menschen, sie feiern dieses Jahr als einen Neubeginn. Doch letztendlich ist dieser Übergang etwas, das für uns keine Bedeutung hat. Es ist für euch ein Zyklus, der sich vollendet und ein neuer, der sich öffnet. Und doch ist dieser Übergang willkürlich festgelegt. Die Menschen haben dies so entschieden. Und natürlich mag es in der Dualität viele Gesichtspunkte geben, sich auf ein gemeinsames Raster der Zeit zu verständigen. Doch im Eigentlichen ist es ein Zyklus,
den es natürlich im Kosmischen gibt, dass euer Planet, eure Sonne umrundet und diesen Zyklus beschreibt. Doch wann hat er begonnen? Wann endet er? Wann ist der Übergang? All das kann nicht in Zeit oder in Daten ausgedrückt werden. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn der Planet sich der Sonne am nächsten ist, doch lasse dir sagen, dies messen wir nicht in Raum, in Abstand, sondern ihr seid der Sonne immer ganz besonders nahe. Wenn durch diesen schwingenden Konvergenzpunkt, den ihr Sonne nennt, wo die Magnetfeldlinien des Universums sich kreuzen und ein helles Licht entsteht, euch besonders intensive Strahlen des magnetischen Lichtes sendet, dann seid ihr dem Licht am nächsten. Und diese Zyklen, sie verändern sich geradezu in dieser Zeit, täglich, fast stündlich. Es gab eine lange Zeit auf eurem Planeten, wo diese Zyklen sehr weitläufig waren. Und wenn ihr etwas euch schon in Zeit vorstellen möchtet, wir aus unserer Sicht würden sagen, nahezu jeden Tag eures jetzigen Lebens beginnt ein neuer Zyklus. Vielleicht möchtest du dich entschließen, jeden Tag, der beginnt, der alles in sich trägt und alle Möglichkeiten, ebenso zu feiern wie den Übergang in ein neues Jahr eures Kalenders. Denn jeder Tag ist einzigartig, so wie du es bist, so wie ihr es seid. Denn ihr findet euch zusammen, um zu dienen. Und ich, Kryon, ich wirke mit so hoher Strahlkraft, zusammen mit meinem Gefolge vom magnetischen Dienst. Auch mir ist das Dienen das höchste Gut. Darum lasse dir sagen, wenn du dem Planeten dienst, dann dienst du jedem einzelnen Menschen. Und wenn du das tust, dann dienst du ebenso dir selbst. So ist es auch, wenn du dir selbst dienlich bist mit deinen Gedanken, mit deinem Fühlen, mit deiner Selbstachtung und dem Respekt vor dir und deinem Licht, dass du dann dem ganzen Planeten und jedem einzelnen Menschen dienst. Es ist eine Zeit, die unübersichtlicher nicht sein könnte, wenn du in die Dualität hinausblickst. Bereits vor langer Zeit haben wir die Botschaft übermittelt. Noch
sind die Mächte untereinander vereint, wie verschworen. Doch es wird eine Zeit kommen, in der der lichte Druck der Wirklichkeit auf die Dualität so groß wird, dass die Mächte sich untereinander zu bekämpfen beginnen. Dies wird ein Zeichen der Zeit sein. Und es wird euch zeigen, dass es nicht mehr lange gehen wird, bis die große Veränderung, die Transformation sich vollendet. So waren unsere Botschaften. Und so ist es geschehen. Das ist, was ihr jetzt erlebt. Ich cry und ich bin mir bewusst, uns, den Hohen Räten, ist es bewusst, dass es nicht einfach ist für dich, dich nicht ablenken zu lassen vom Eigentlichen. Doch ich möchte dir eine Metapher geben. Stelle dir einmal vor, viele Rohre, aus denen Wasser hervorquillt. Und du blickst auf all die vielen Rohre. Es sind wie Kanäle, aus denen etwas Bestimmtes herausfließt. Eines dieser Rohre lässt kristallklares, leuchtendes Wasser hervorsprudeln. Viele andere Kanäle haben vielleicht ein getrübtes Wasser oder vielleicht ist es nur eine braune Brühe. Manches Mal spritzt diese braune Brühe mit hohem Druck aus den Rohren, während das kristallklare Wasser ganz ruhig und still und gleichförmig hervortritt. Würdest du jemals auf die Idee kommen, um deinen Durst zu stillen, eine andere dieser Quellen zu wählen als jene, die das kristallklare Wasser hervorbringt? Und doch ist es oftmals so in der Dualität, dass du dich an manche Kanäle anbindest, vielleicht über die Medien, aus denen so vielerlei Verworrenes, Vergorenes, Verdorbenes hervorgeht, wo es doch diese eine reine Quelle gibt, wie Licht, wie Liebe, das eine Wahre. Ich cry und ich möchte dir sagen, sei ganz bewusst, aus welcher dieser Quellen du deinen Durst, deine Sehnsucht stillen möchtest. Sei dir bewusst, was du in dich aufnimmst. Und so wie du weißt, ganz intuitiv, dass dir das kristallklare Wasser gut tun wird und das verunreinigte Wasser du meidest, so tue dies doch auch mit all diesen mentalen Inhalten, die nun auf euch einströmen. Richte dich ganz klar aus.
dorthin, wo die Klarheit und die Liebe herrscht. Und dort nähre dich. Von dort lasse deine Sehnsucht, deinen Durst dir stillen. Das göttliche Licht, es ist in dir. Es ist in jedem Menschen vorhanden. Ein ewig sprudelnder Quell des Lichtes und der Liebe. Und wenn du in den Augen eines Menschen diese Liebe und diese Klarheit erkennst, auch in den Worten, die er spricht, in seinem ganzen Erscheinen, dann weißt du, dies sind jene Menschen, die mit dir gemeinsam einst vor so langer Zeit sich niedergekniet haben, um zu beten, um diesen Planeten zu erhalten. Denn auch zu der erwähnten Zeit warst du inkarniert, warst du aktiv, hast du für das Licht gewirkt, so wie jetzt in dieser Zeit. Wir sind einerseits voller Mitgefühl für euch und andererseits sind wir als eure Brüder so stolz auf euch. Denn so weit habt ihr es geschafft und ihr werdet es vollenden. Und solche Zusammenkünfte, zu denen ich, Cryon, zu euch nun die Ehre habe, zu sprechen, sie bewirken so viel. Sie klären, erhöhen und dehnen die Energien aus, sodass andere Menschen ihre Sehnsucht in euch gespiegelt erkennen und wissen, dies sind meine Brüder und Schwestern des Lichtes. So lasst uns nun beginnen. In diesem Moment, wenn sich dieser und auch der Raum, in dem du dich befindest, und das große kollektive Feld, das ihr gemeinsam bildet, sich füllt mit Energien der Liebe, den Engelwesen, die sich auch vor euch niederknien. Dann lasst uns in dieser Vereinigung beten. Wir werden, und Cryon geht euch voraus, durch ein Tor des Lichtes schreiten. Dieses Tor, es führt uns in das, was wir den inneren Seelen, die innere Seelenlandschaft genannt haben. Ein energetisches Feld, das in jeder und jedem von euch vorhanden ist. Ein lichtes Feld, wo nie jemals eine Dualität Zugriff hatte. So vieles ist darin schon eingebettet und errichtet worden. Und beim letzten Mal ist etwas Besonderes geschehen.
Und auch wenn du das erste Mal hier bist, heute, geschieht es jetzt in diesem Augenblick und ist auch in dir, weil du mit diesem Kollektiv verbunden bist, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, mit euch eine Lichtsäule errichtet hat, der Energie der Vergebung, Magina. Und ebenso, wie dies geschehen ist, werden wir uns nun dort um diese Lichtsäule versammeln. Du in dir und dennoch wir alle gemeinsam, auch ich, Kryon, und die 36 hohen Räte des Lichtes. Strömet herein und nehmt Platz. Und wie von selbst findest du deinen Platz. Und du lässt dich nieder in einem großen Kreis. Um diese Lichtsäule versammeln wir uns. Und wir rücken ganz nahe zusammen. So viele Engel tun dies in diesem Augenblick ebenso, denn sie erkennen euch als ihresgleichen. Liebet und lasset euch lieben. Und so werde nun ich, Kryon, dieses gemeinsame Gebet anleiten. Und wir wollen es an den Sohn Gottes, den Christus, wenden. Denn was könnte der göttlichen Quelle näher sein als Gottes Sohn? Wie könntest du jemals der Quelle näher sein, als wenn du Jesus Christus nahe bist, wenn du ihm deine Herzenstüren öffnest? Dies geschieht in einem Gebet, besonders intensiv. Ein Gebet voller Hingabe, voller Inbrunst, voller Tiefe und voller Absicht. So werde ich Kryon nun die Worte sprechen und viele Lichter und ihr werdet sie nachempfinden, nachsprechen. Und wir beten gemeinsam und wir rufen dich, Jesus Christus, Gottes Sohn, der du vorausgegangen bist, als Beispiel, dass das Göttliche die Liebe ist, dass du uns in so vielen Momenten berührt hast in unseren Herzen, ist ein Geschenk. Und selbst die Engel im Universum sind für jeden dieser Momente dankbar. Jesus Christus, Gottes Sohn. Dieser Planet und all die vielen Menschen, alles was lebt, vereint. Es ist auch dein Planet. Du hast entschieden, auf diesem Planeten zu inkarnieren.
Du hast die Erlösung, dein Licht gebracht. Du hast die Menschen die Liebe und die Vergebung gelehrt. Du hast uns, den hohen Lichtern im Universum, gelehrt, dass es möglich ist, in dieser Dualität die vollkommene Göttlichkeit zu lieben. So können wir diese Botschaft an die Menschen senden. Wir alle, die wir hier gemeinsam sind. Denn in jedem Menschen hast du dieses Erbe hinterlassen. Dafür möchten wir dir, Ananascha, sagen: Lieber Jesus, blicke auf deinen Planeten, auf deine Menschenfamilie, die du auserkoren hast. Jeder Mensch gehört dieser Menschenfamilie an. Und doch haben es so viele Menschen in dieser Zeit so schwer. Manche, die wissen, und andere, die unwissend sind. Und doch lasse jedem in gleichem Maße deine Unterstützung, deine Liebe zufließen. Wenn ein Mensch nur für einen Moment sein Herz öffnet, dann gebe du ihm alles, alles mit großer Strahlkraft, um das Göttliche in sich zu fühlen. Lasse die Menschen erkennen, dass es nicht die Enge und die Strenge ist, nicht der Neid, die Missgunst und die Eifersucht, das Misstrauen und der Zweifel, das die Menschen ausmacht. Dass all dies Energieströmungen sind, die von der Dualität ausgehen. Doch dass jeder Mensch in sich rein ist, ein göttliches Kind. Und so möge jetzt in dieser Säule des Lichtes, die du erschaffen hast, mit uns und den vielen Menschen hier gemeinsam, all diese Eigenschaften der Dualität, die die Dualität am Laufen halten und die Menschen so sehr beschäftigen, aufnehmen und ein goldenes Feuer, ein goldenes Licht möge sie transformieren. So gebe auch ich und spreche du, lieber göttlicher Mensch, das für dich tief mit deiner Seele. Auch all diese Randerscheinungen der Dualität, die mich so oft in mir selbst gepeinigt haben, die mich eng gemacht haben, kleinlich, die mich haben verurteilen lassen und Vorurteile und Ausgrenzung von mir haben ausgehen lassen, sich transformieren. Denn all das ist Dualität. Und gebe es in die Mitte der Lichtsäule.
Dort wird Magie nah. Und Jesus Christus, Gottes Sohn, es in Empfang nehmen und in reines Licht und Liebe verwandeln. So sprecht alle gemeinsam mit uns, den hohen Räten des Lichtes, die Bekenntnis zu dem, was in dir ist, die Worte des Christusbewusstseins. Ehei, Escher, Ehei. Ehei, Escher, Ehei. Ehei, Escher, Ehei. Ich bin, was ich bin. Ich bin, was ich immer war. Ich bin, was ich immer sein werde. Ich bin das Licht und Leuchten Gottes. Mit dieser tiefen Liebe und Hingabe in meinem Herzen, mit meiner Liebe zu dir, Jesus Christus, bitte ich dich, lasse diese Transformationen auf dem Planeten geschehen, so wie es richtig ist und gut. Und möge jeder Mensch die Möglichkeit erfahren, innerhalb dieser Dualität zu erwachen, einen Strom der Liebe zu erfassen, der ihn berührt in seinem Herzen, der ihn dazu bewegt, all das Enge loszulassen, sich zu öffnen für das Neue, bereit zu sein, zu erkennen, dass Liebe nicht nur ein Wort ist, sondern die Essenz seines Selbstes. Jesus Christus, Gottes Sohn. Gemeinsam verneigen wir uns vor dir, wohlwissend und anerkennend, dass du in uns bist. Und indem wir uns voreinander, vor uns selbst verneigen, verneigen wir uns vor jedem einzelnen Menschen, der seinen Weg durch die Dualität findet. Lasse das hohe Licht des Universums, das pure, reine Liebeslicht und die Gedanken Gottes auf diesem Planeten einströmen. Erfülle die Herzen der Menschen mit Vertrauen, mit Liebe, mit Vergebung, mit Respekt und Achtung. Jesus Christus, Gottes Sohn, tief verbunden mit dir in all unseren Herzen, ist das ganze Universum in deinen Händen, ruht in deinem Schoße, wohlbehütet. Lasse uns die Dualität auf diesem Planeten
hinfort ziehen, die Wirklichkeit Einzug halten lassen, auf das dein göttliches Werk vollendet wird. Jesus Christus, Gottes Sohn. Die Vergebung, sie öffnet die Herzen der Menschen. Die Vergebung, sie macht die Menschen froh. Sie macht sie heil und gesund. Die Vergebung macht die Menschen und den Planeten frei. Jesus Christus, lasse alle Menschen in dieser Freiheit ein Leben in Würde, ein Leben in Fülle, ein Leben in Gesundheit, in Dankbarkeit sich manifestieren. Jesus Christus, Gottes Sohn, mit deiner Liebe wird es gelingen. Jesus Christus, Gottes Sohn, wir sagen mit einer Stimme dir an Anascha. Ich Kryon, ich blicke in unser gemeinsames Feld des Gebetes und ich bin tief bewegt, meine lieben Freunde. Eine Ausdehnung und ein Leuchten dieses Kollektives, des Lichtes, eurer Gemeinschaft nährt diese Lichtsäule. Nährt jeden Einzelnen, nährt dich. Und wir, die 36 Hohen Räte, wir werden nun die durch dieses Gebet entstandene Sovanya-Energie in das kollektive Bewusstsein des Menschengedenkens lenken. Jeder Mensch ist mit dem Kollektiv verbunden und so wird dieses Gebet jeden Menschen auf eine ganz eigene Art und Weise zu einem ganz bestimmten Moment in einer ganz bestimmten Situation erreichen und etwas in seiner Seele bewegen. Ich Kryon, ich möchte euch sagen, auch ihr, die spirituellen Menschen, tragt manches Mal noch Vorurteile in euch. Oftmals blickt ihr auf Menschen, die auf dieser Welt großen Reichtum angesammelt haben, und ihr blickt auf sie herab, als wäre dies ein Makel. An sich ist die Fülle etwas, was jedem Menschen nicht nur zusteht, sondern möglich ist. Doch ich Kryon, ich möchte auf etwas anderes hinaus. Hört meine Worte. Jeder Mensch ist gleich. Natürlich seid ihr unterschiedlich in so vielem, doch dies ist nur ein kleiner Prozentsatz. Letztendlich seid ihr gleich. Ihr tragt dieselbe Liebe in euch,
Manche haben sie tief in sich verborgen, bei manchen darf sie bereits fließen. Ihr tragt die gleiche Lichtstruktur an sich. Ihr tragt dieselbe Sehnsucht in euch. Und es spielt keine Rolle, ob ein Mensch an Materiellem reich oder arm ist. Auch die sogenannten Reichen, die so oft für so vieles verantwortlich gemacht werden, sie tragen dieselbe Hoffnung, geliebt zu werden. Sie tragen dieselben Sorgen, verlassen zu werden. Sie tragen dieselben Nöte und dieselben Wünsche in ihrer Seele. Das Materielle ist dabei nur ein kleiner Aspekt. Auch sie brauchen die gleiche Unterstützung von uns, die gleiche Hinwendung. So schließe auch du sie noch einmal ganz bewusst in dein Herz, dir zu vergegenwärtigen, was es bedeutet, wenn Kryon sagt, jeder Mensch wird auf die gleiche Art unermesslich geliebt und trägt auf irgendeine Art zu Gottes Plan bei. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes und es gibt keine Ausnahmen. Höre, mein lieber Freund, meine Freundin des Lichtes, da ist keine Ausnahme. Kannst du das in dir fühlen? Auch das hat sehr vieles mit Vergebung zu tun, mit tiefer Weisheit und Erkenntnis. Und all das, was sich nun in dieser inneren Seelenlandschaft zugetragen hat, unser gemeinsames Gebet, unser gemeinsamer Austausch, wird jetzt von den hohen Räten verteilt und verbreitet in den ganzen kollektiven Feldern, sodass es jedem einzelnen Menschen zugutekommt, so wie er es zulässt. Wir sind für euch alle da. Wir lieben euch alle unermesslich. Nun lasst uns gemeinsam diesen inneren Raum des Gebets verlassen. Du weißt, dass du ihn in jedem Moment wieder aufsuchen kannst. Doch nun um dieses kollektive Feld, das so intensiv von den magnetischen Meistern verbunden wurde, jeden Einzelnen wieder für sich und doch in Verbundenheit bleibend zu lassen, tretet durch das goldene Tor wieder heraus. Macht euch bewusst, wie wertvoll diese gemeinsamen Momente sind, in denen jede und jeder von euch voll und ganz in seinem Herzen mit allem, was er ist, in den Energien der Wirklichkeit schwingt und damit dient. Ihr und auch wir vom universellen Dienst
Wir sind vereint. Es war mir, Cryon, eine große Ehre, mit euch und den hohen Räten des Lichtes zu bieten. So geht hinaus und nehmt wahr, was euch umgibt, doch versucht, euch ganz bewusst und gezielt nur jenem zuzuwenden, was euch wirklich erquickt und belebt, was euch Sinn spendet, was eure Seele wärmt, was euch die Liebe fühlen lässt. Dann werdet ihr diese Zeiten viel leichter und einfacher durchleben und ihr werdet auch kraftvoller wirken und dienen können. Cryon vom magnetischen Dienst mit seinem Gefolge sagt euch an Anascha. Ihr Lieben, Ananascha, es war uns, da spreche ich auch für dich, oder eine Ehre, mit euch gemeinsam zu beten. Danke für jeden oder an jeden von euch, der heute hier da war und wir uns versammelt haben. Und möge diese Energie der Erlösung und der Vergebung sich verbreiten. Ja, ihr Lieben, es war wirklich sehr kraftvoll, sehr berührend, Ananascha, Cryon und dich natürlich. Ich habe mich da tief hineinfallen lassen und auch im Fühlen, dass ich euch zum Abschluss dieses Abends gerne noch etwas erzählen wollte, auch einen Ruf aussenden, dass unsere nächste Elachai Chelesson-Reise erschaffen wurde, und ich möchte kurz einfach auch etwas dazu sagen, und es hat mich auch sehr berührt, die Worte von Cryon, die tiefe Verbindung zu Jesus. Wir werden in dieser ersten Jahreshälfte nach Armenien reisen, und es ist ein spezieller Ort, der vielleicht so gar nicht auf der Landschaft ist für eine spirituelle Reise der weißen Priesterschaft, und doch ist es eben genau so. Es ist wirklich schon einige Jahre her, dass ich diesen Ruf verspüre, nach Armenien zu reisen. Das ist aber auch, da legen sich immer wieder Schleier darüber, bis sie sich lichten, und irgendwie war eigentlich am ausschlaggebendsten, dass wir mit der weißen Priesterschaft wieder begonnen haben, also zusammenzukommen, ganz aktiv im 2025, und dass Magenah gekommen ist auf den Planeten und sich uns langsam offenbart. Und dadurch ist Armenien jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wir werden in der Energie der weißen Priesterschaft dorthin reisen. Ebenfalls in der Energie der 144. Wir werden den Spuren von 2 Aposteln dort folgen, von Thaddäus und Bartholomäus, der ja in Anteilen Astot auf dem Planeten war. Und wir werden ganz intensiv mit Magenah wirken, in diesen Spuren der Apostel, die dort sehr viel bewirkt haben.
aber auch durch alle Epochen hindurch. Wir werden beim Berg Ararat sein, in der Nähe vom Iran, von der Türkei. Es ist ein sehr spezieller Ort und ein sehr spezielles Land, das viel zu uns sprechen wird und wo wir kraftvoll wirken werden. Und das wollte ich euch einfach so in diesen kurzen Worten kundtun. Ihr findet alle Angaben, wenn euch das berührt oder ihr interessiert seid, dann könnt ihr auf der Homepage gerne jetzt in alle Einzelheiten hineinschauen. Der Link ist auch unten jetzt vorfindbar oder irgendwann, wenn ihr Lust und Zeit habt. Lasst euch von diesem Ruf berühren, in den Spuren der Apostel zu reisen und Ja, und vielleicht auch mal ganz in echt kann man dann zusammensitzen und also und sich auch berühren. Dafür machen wir diese Reisen ja auch. So vieles passiert heute auch über die Ferne, wie diese zusammentreffen. Und so gibt es uns auch eine Möglichkeit, euch immer auch persönlich kennenzulernen und Abenteuer miteinander zu erleben. Also es ist innerliche und äußerliche Abenteuer. Also eigentlich noch der einzige Grund, gell? Weil so Reisen immer sehr aufwendig sind natürlich zu organisieren, aber das ist es uns immer wert. Zweimal im Jahr. Ja. Ja, auch auf dieser Reise werden wir sehr besonders wirken, wirklich auch wieder für den Planeten, das Kollektiv, aber auch für die Pionierenergien, in denen wir selber schreiten. Also sehr speziell. Ich freue mich sehr, seit sich alles entfaltet hat und diese Schleier sich eben gelichtet haben. Das ist für mich, die ich das manifestiere und kreiere, immer ein sehr interessanter Prozess. Und jetzt ist es geboren, das jetzt Kind. ist es geboren. Und ihr seid eingeladen, genau. Also, wir sind bereit, aufzustehen. Und uns vor euch zu verneigen, zu bedanken für die tiefe innere Haltung des Gebetes. Und wir freuen uns mit euch gemeinsam auf dieses neue Jahr und lassen uns überraschen, was es uns einfach wieder Tolles, Lichtvolles, Voranschreitendes, sich und uns Ausdehnendes bringt. Schön, dass ihr alle da seid. Ananascha auch von meiner Seite und wir sehen uns allerspätestens, hoffe ich, in einem Monat beim nächsten ersten Dienstag. Schauen wir mal, was da kommt. Gell? Ja, genau. Es ist jetzt immer so ein Wissen wir noch bisschen gar nicht. überraschend. Genau. Okay, ihr Lieben. Ciao. Danke, ganz gut. Ananascha.